Hallo ihr Lieben, heute geht unsere Reise weiter in eine Stadt in der Landschaft Südkarelien und ich freue mich sehr, euch nach meiner Heimatstadt Lappeenranta mitzunehmen. Lappeenranta ist eine wunderschöne Sommerstadt mit einem großen Hafen und einer Festung am Nordrand der Stadt, die von schönen alten Gebäuden umgeben ist. Im Sommer gibt es außerdem eine beeindruckende Sandskulpturausstellung im Hafen. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Stadt Imatra, wo ich vor meinem Umzug gearbeitet habe. Ich hoffe, euch wird diese kleine Reise gefallen. Unsere Stadttour in Lappeenranta beginnt an der Festung, deren Teil auf Finnisch Vallit heißt. Dieser Ort ist besonders beliebt für Picknicks und im Frühling sind hier viele Menschen unterwegs, wenn die ersten warmen Tage kommen. Von der Festung, genauer gesagt von dem Vallit, hat man eine wunderschöne Aussicht auf den gesamten Hafen. Wie ihr sehen könnt, ist es wirklich traumhaft schön. Hier kann man wunderbare Fotos von Hafen machen. Man sieht hier auch die Festung und die schönen alten Gebäude. In der Festung gibt es viele alte Gebäude, von denen einige jetzt Museen oder Galerien sind, die man besuchen kann. Andere sind kleine Läden, in denen man handgemachte und typische finnische Produkte kaufen kann. Außerdem befindet sich hier mein Lieblingscafé, das ich euch bereits in meinem Wintervideo aus Finnland gezeigt habe. Es heißt Majorska. Im Sommer gibt es hier auch Sitzplätze draußen und man kann auch auf der schönen Terrasse sitzen. Hier gibt es viele leckere hausgemachte finnische Spezialitäten zum Genießen. In der Festung befindet sich auch die älteste griechisch-orthodoxe Kirche Finnlands aus dem Jahr 1785. Und jetzt gehen wir hinunter zum Hafen. Zu dieser Zeit fand dort ein internationaler Markt statt mit vielen Ständen aus verschiedenen Ländern, die ihre Spezialitäten anboten. Wegen der Stände sieht man den Hafen nicht so gut, aber es war schön, die Stadt so lebendig zu sehen. Hier könnt ihr auch die neue Statue Kaunis Veera, Hübsche Veera, sehen, die seit 4 Jahren im Hafen von Lappeenranta steht. Von Hafen aus sieht man den populärsten Strand in Lappeenranta, das Myllysaaren Uimaranta. Dort kann man Volleyball spielen, es gibt eine große Rutsche und Plattformen zum Springen ins Wasser und viel Platz zum Sonnen und Schwimmen. Der Hafen ist im Sommer besonders schön mit einer langen Promenade, auf der man auch abends spazieren gehen kann, wenn der Hafen beleuchtet ist. Im Hafen gibt es solche Restaurantschiffe und es ist typisch finnisch, dass man im Frühling, wenn die ersten warmen Tage kommen, auf diese Schiffe oder auf Terrassen geht, um etwas Kühles zu trinken und die Sonne zu genießen. Im Sommer gibt es im Hafen von Lappeenranta eine Sandskulpturausstellung, jedes Jahr mit einem neuen Thema. Dieses Jahr lautet das Thema, oder ich denke, es lautet so, Region Lappeenranta, und zeigt viele Skulpturen, die das finnische Leben darstellen, wie diese Skulptur von einer Oma, die im Wald Blaubeeren pflückt, oder diese Skulptur mit verschiedenen Wintersportarten, oder diese hier. Es zeigt was ganz typisches Finnisches. In Finnland ist es auch typisch, Teppiche am See zu waschen. Es gibt spezielle Waschplätze, wo man die Teppiche mit Seewasser waschen kann und anschließend trocknen lassen kann. Meine Lieblingsskulptur dieses Jahr war diese Sommerhütte mit Blaubeeren drumherum. Es war wirklich süß und zeigt genau die Realität. Sommerhütten in Finnland sind oft von leckeren Beeren umgeben.
Wir haben auch ein paar schöne Orte in der Umgebung besucht, die meine kleine Schwester empfohlen hat. Zuerst fuhren wir nach Kärnäkoski und zur Kärnäkoski-Festung. Dort gibt es auch eine alte Mühle, die mit den Stromschnellen verbunden ist. Die Mühle ist zwar nicht mehr aktiv, aber man kann sie kostenlos besichtigen und sehen, wie sie früher aussah. In dieser Gegend leben auch ein paar Schafe, die frei in der Festung herumlaufen. Beim Eingang ist es deswegen wichtig, das Tor zu schließen. Dieser Schild weist darauf hin, die Schafe nicht zu füttern, da sie sich von der Natur ernähren und das Wasser aus dem See trinken. Bei unserem Besuch hatten sich die Schafe in einem kleinen Häuschen versteckt, um sich an dem heißen Tag im Schatten abzukühlen. Die Gegend um Kärnäkoski und die Festung ist wirklich wunderschön und ruhig. Hier gibt es auch Möglichkeiten zum Schwimmen und Picknicken. Wir haben zwar nicht geschwommen, aber unsere Füße kurz im See abgekühlt. Dann sind wir weiter nach Partakoski gefahren, das nicht weit von Kärnäkoski entfernt ist. Auch hier war es wirklich wunderschön. Ich liebe solche Orte. Für mich muss es nicht immer eine Sehenswürdigkeit in Form eines Gebäudes oder eines speziellen Merkmals sein. Ich genieße auch die schöne Natur. Hier gibt es wieder eine stromschneller Koski und es ist einfach herrlich. Ich bekomme schon wieder Fernweh nach Finnland. Hier gab es auch ein Café, wo man etwas Kleines, Leckeres essen könnte. An diesem Abend fuhren wir mit meinem Mann nach Imatra. Imatra liegt in der südostfinnischen Landschaft Südkarelien an der Grenze zwischen Finnland und Russland, etwa 35 Kilometer von Lappeenranta entfernt. Dort habe ich die letzten 3 Jahre vor meinem Umzug nach Deutschland gearbeitet. Die reißenden Stromschnellen des Vuoksi und der Vuoksi-Staudamm sind wirklich beeindruckend. Wir hatten Glück, dass bei unserem Besuch das Wasser lief, da der Staudamm geöffnet war. Das ist das bekannteste Reiseziel im Imatra, Imatrankoski, Imatrafall oder Vuoksi-Staudamm. Im Sommer läuft das Wasser häufiger und man kann dieses Schauspiel beobachten. Im Winter wird der Staudamm nur zu Feiertagen geöffnet. Bei unserem Besuch haben wir es so gesehen, aber zu bestimmten Zeiten wird eine Show mit Musik und manchmal auch Lichtershow gemacht. Es ist sehr beeindruckend und definitiv den Besuch wert. Wir sind fast am Mitternacht zurück nach Lappeenranta gefahren und ich wollte euch noch die Autobahn zeigen. Viele Autobahnen in Finnland sind beleuchtet und sogar im Sommer, wenn es noch hell ist, wie ihr seht, werden die Lichter eingeschaltet. Das wollte ich euch auch noch zeigen, weil das für uns in Finnland sehr typisch ist und ich war überrascht, dass es in Deutschland sowas nicht gibt. Unsere Unterkunft war in der Villa Rosa im Rakonamäki. Es ist sehr zentral gelegen mit fußläufiger Entfernung zur Stadtmitte, zum Hafen, zur Festung und zum Strand. Wir hatten eine Einzimmerwohnung mit Küche und ich kann diese Unterkunft nur ganz herzlich empfehlen. Bei Interesse könnt ihr mich gerne anschreiben. Im Lappeenranta gibt es viele Möglichkeiten für Sport im Freien. Es gibt viele schöne Wege zum Spazieren und Laufen. Während eines Spaziergangs kamen wir an einer Quelle vorbei, wo man seine Wasserflaschen auffüllen kann. Es ist eine Naturquelle auf dem Spazierweg und ich fand das Ganze wirklich toll und den Spazierweg wirklich wunderschön. Am letzten Tag wollten wir noch einmal den schönen Sonnenuntergang genießen. Wir gingen abends los und kamen zu so einem Ort, an dem man auch schwimmen konnte. In Lappeenranta gibt es viele solche Stellen und egal wo man in der Stadt wohnt, der See ist immer zu Fuß erreichbar. Man kann auch spät abends schwimmen gehen, weil es wirklich hell bis ganz spät ist. Der See ist dann normalerweise sehr ruhig und das Wasser auch viel wärmer. Und dabei kann man auch den schönen Sonnenuntergang genießen. In meinem ersten Video aus unserer Reise nach Finnland gibt es ein Gewinnspiel.
Das Video werde ich hier für euch verlinken und alle Details zum Gewinnspiel findet ihr in dem Video. Es wird nächste Woche noch ein weiteres Video von unserer Reise geben. Ich hoffe, dir hat diese kleine Reise nach Lappeenranta gefallen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.